Hey Leute, heute mal was ganz Hottes, und zwar die MK16 Sport von Begadi. Ist quasi eine Scar L und los geht's. Ein Danke raus an Begadi für das Bereitstellen der Waffe. Das Ding hat richtig viel Spaß gemacht. So Leute, gucken wir uns mal an, was Begadi uns hier für knapp 350 € geschickt hat. Das Ganze kommt in einem FN-Karton, weil das Ganze ja Original Markings besitzt. Machen wir das mal auf. Haben wir hier eine kleine Bedienungsanleitung. So, die tun wir mal weg. Dann haben wir hier wie üblich die Schussstatistik von Begadi. So, tun wir die mal weg. Weiter haben wir zwei Magazine. Einmal Mid-Cap mit 140 Schuss und einmal, naja, das wird wahrscheinlich ewig in der Kiste hier bleiben, ein High-Cap mit 300 Schuss. Zwei Mid-Caps wären natürlich wieder schöner gewesen. Dann haben wir noch einen winzigen Imbus. Der ist dann hier vorne für den Mündungsfeuerdämpfer zum Abschrauben. Und ein kleines Tool zum Einstellen des Korns. Und zu guter Letzt natürlich die Scar selbst. Und unten drunter noch ein Reinigungsstab dazu. Kommen wir zum Ersteindruck und zur Verarbeitung. Ihr packt die Waffe das erste Mal aus und denkt euch, ey, what the fuck, ist die geil. Dann guckt euch dieses zweite Mal an und denkt euch immer noch, what the fuck, ist die geil. Beim dritten, beim vierten Mal ist es exakt das gleiche. Die Waffe ist einfach super. Ihr holt die raus, die Farbe ist genial, die Materialien sind sehr hochwertig, das Gewicht ist ordentlich, okay, ist halt auch aus Metall zum Teil. Es klappert fast nichts, nur hier so ein bisschen der Ladehebel hier, aber das ist absolut zu verkraften. Also einfach genial, wirklich. Das erste Mal, als ich diese Waffe gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck, die will ich haben. Wirklich. Wenn ihr mal probiert, irgendwie irgendwas zu verwinden oder irgendwas zu drücken, das ist alles wie aus einem Guss hier, das Ganze. Hier hinten die Schulterstütze, die einklappbare. Wenn die eingerastet ist, dann ist die eingerastet. Hier diese Wangenauflage, alles fest, alles stabil, alles so wie es sein soll. Wirklich genial. Also für den günstigen Preis einfach genial. Dann habt ihr natürlich auf der anderen Seite noch die Original Markings. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Aber wenn ihr die auspackt, seht ihr die sofort. Und ja, genial. Genial, wirklich. So, kommen wir zu den Details von der Waffe. Wir fangen wieder vorne bei der Mündung an. Die ist 14 mm Negativgewinde, ist über diese winzige Madenschraube hier gesichert. Der Imbus dazu liegt ja im Lieferumfang bei. So, weiter haben wir hier die Gasabnahme. Hier das Ganze ist auch einstellbar, also natürlich fake-mäßig einstellbar, hat natürlich absolut keine Funktion. Oben ist das Korn, das ist einklappbar. Da haben wir auf dieser Seite hier so einen kleinen Knopf. Dann drücken wir rein, können das Korn ein- oder ausklappen. Danach ist das halbwegs fest. Es hat ein bisschen Spiel, aber die meisten bauen sich eh einen Retter oder irgendwas drauf. Da wird das eingeklappt und dann bleibt das so. Das Ganze ist einstellbar über das kleine Tool, was mitgeliefert wird. Das steckt ihr hier oben rein. Dann drückt ihr mit diesem kleinen winzigen Pin hier runter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann könnt ihr das Ganze hier drehen. Ist halt im Airsoft wirklich nur Spielerei. Das wird sich wahrscheinlich niemand einstellen. Weiter geht's hier am Schaft. Hier haben wir links, rechts, oben, unten Picatinny Rails, also Platz zum Anbauen von irgendwelchem Zeug ist hier auf alle Fälle gegeben. Griffe, Licht, Laser, Dummies und so ein Zeug. Da habt ihr genug Platz. Links, rechts, oben, unten. Nicht irritieren lassen, das ist bloß ein Aufkleber von so einem Kabelschalter. Den will ich jetzt nie extra nochmal abmachen. Hier vorne habt ihr auch links und rechts jeweils eine Slingaufnahme. Jetzt sind wir beim Feuerwahlhebel. Der ist dafür da, um quasi ans Hop-Up ranzukommen. Den könnt ihr nach hinten ziehen, dann habt ihr hier hinten einen Bolt Catch, zu dem kommen wir gleich.
Dann könnt ihr hier das Hop-Up einstellen. Der ist links und links, so rum wäre es richtig, rechts und links montierbar. Müsst ihr einfach, wenn ihr das Ganze auseinandergeklappt habt, einfach bis hinter ziehen. Dann könnt ihr den hier quasi entnehmen auf der Seite und eventuell in die andere Seite reinstecken, wenn ihr das so wollt und braucht. Hier ist das Fenster vom Hop-Up. Zum Hop-Up kommen wir natürlich später nochmal. Kommen wir direkt zum Bolt Catch. Dafür müsst ihr einfach den Ladehebel nach unten ziehen. Und leider fehlt hier eine Feder drin. Oder ist die Feder falsch rum oder wie auch immer. Und dann müsst ihr quasi den Bolt Catch hier unten reindrücken, damit das Ganze arretiert ist. Wenn man jetzt hier vielleicht irgendwo eine Feder reingebaut hätte, würde es einfach automatisch immer in diese Richtung drücken wollen. Dann wäre das vielleicht ja, irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen sinnvoller. Um den Bolt Catch zu lösen, einfach hier vorne drauf drücken und gut ist. Jetzt haben wir hier noch den Magazinlöseknopf. Den haben wir wieder beidseitig. Also die ganze gesamte Waffe ist für Links- wie für Rechtsschützen konstruiert. Und den Feuerwahlhebel, der ist natürlich beidseitig. Hier ist auch überhaupt kein Spiel. Also wenn ich hier auf der Seite irgendwas bewege, bewegt sich genauso auf der anderen Seite das Ganze auch. Nicht wie bei manchen, wo das irgendwie auf der einen Seite mehr hakt als auf der anderen. Ich muss sagen, das Ganze geht am Anfang noch ein bisschen schwer, aber jetzt haben wir den schon mehrere Male betätigt. Jetzt hat sich das alles hier ist alles ein bisschen smoother jetzt geworden, ja, das Ganze. Ist schon angenehmer. Hier oben habt ihr noch die Kimme, die ist genauso einklappbar wie das Korn. Ja, hat ganz winziges Spiel, könnt ihr hier in der Höhe und rechts, links noch verdrehen. Wir haben das Ganze mal eingeklappt, Retter drauf und gut ist. Nochmal ganz kurz hier oben zur Rail. Wir haben hier schon kleine Lackabplatzer, also die Beschichtung hier oben ist offensichtlich nicht so super. Deswegen haben wir hier schon kleine Kratzer drin und auf der anderen Seite das gleiche. Hier hat man mal eine Packbox drauf montiert, wie ihr ja im Intro gesehen habt. Naja, also die Beschichtung ist offensichtlich nicht so super. Hier hinten hatten wir jetzt aber auch schon Red Dot und sowas drauf. Hier ist jetzt noch nichts abgekratzt. Außer hier ein ganz kleines bisschen. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das dann nach ein paar Monaten aussieht, das Ganze. Hier unten der Pistolengriff, ganz normales Standard M4 Griff hier mit dieser kleinen Wulst. Komme ich ganz gut klar, passt für meine Finger ganz schön, also perfekt. Für den Tom zum Beispiel, der Tom hat die ja schon gespielt, wird er vielleicht dann noch ein paar Videos mit einblenden davon. Tom findet es mit Handschuhen zum Beispiel sehr, sehr nervig, diese Wulst. Aber da kann man natürlich einfach das Ding abschrauben und irgendeinen anderen ranschrauben. Da gibt es ja genug auf dem Markt. Der Trigger, da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir den Akku und das Ansprechverhalten ansprechen. Hier hinten haben wir wieder diverse Möglichkeiten fürs Links. Hier links wie rechts das Ganze. Aber ich sag mal, das ist jetzt hier speziell so für so einen One-Point. Dafür ist die Waffe meiner Meinung nach viel zu lang und viel zu schwer für so einen One-Point. Den werdet ihr euch die ganze Zeit in die Eier hauen und das wird einfach nervig sein, das Ganze. Kommen wir zum Schaft. Wir haben wir vorhin schon mal angesprochen, hat hier quasi kein Spiel. Hier wackelt fast nichts. Die Wangenauflage ist hier aufklappbar, ist dann auch fest. Und der Schaft ist ja wie gesagt einklappbar. Also einfach hier diesen kleinen Knopf betätigen, das Ganze rumführen und hier mit ein bisschen Schmackes, mit ein bisschen mehr Schmackes, einfach hier in diese kleine Nase rein drücken. Dann habt ihr das Ganze hier eingeklappt für den Transport, also fürs Spielen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt Bock drauf hat. Wenn wir jetzt einmal hier sind, hier hinten haben wir dann noch das Kabelmanagement hier. Das ist alles so verlegt, dass es quasi auch nicht irgendwie gequetscht wird, wenn man das jetzt ständig ein- und ausklappt, sondern das fährt hier drinnen perfekt mit. Zum Einklappen einfach hier kräftig dran ziehen und fertig ist das Ganze. Gehen wir weiter hinter.
Der Schaft lässt sich natürlich auch noch ausziehen und in mehreren Positionen einrasten. Bei uns ist das Ganze auch fest. Also ich kann jetzt hier schieben, drücken und wie ich will. Bin jetzt nicht unbedingt der Stärkste, aber ja, ihr sollt damit spielen. Ihr sollt die auch nicht übelst an euch randrücken. Also ich kriege hier jetzt nichts reingeschoben irgendwie, außer natürlich ich betätige diesen Knopf hier. Hier oben ist nochmal eine Öse für einen Sling. Hier habe ich zum Beispiel auch einen Sling eingefädelt. Das ist einfach genial. Das ist perfekt hier hinten. Die hier bräuchte ich jetzt persönlich absolut nicht. Hinten ist eine gummierte Schaftkappe, wo hinter sich dann der Akku verbirgt. Da kommen wir später dazu, wenn wir den einlegen. Die Waffe verfügt über ein Federschnell-Wechselsystem. Leider müssen wir hier in der Hop-Up-Kammer erstmal die 2 Schrauben hier lösen. Hoffentlich erkennt das. Um dann die Hop-Up-Kammer nach vorne zu schieben und diesen Pin hier rauszudrücken. Wenn der Pin raus ist, könnt ihr den Lower von der Upper trennen. Dann kommt ihr auch an das Federschnellwechselsystem ran. Aber leider müsst ihr das halt abschrauben. Begadi hat hier nochmal eine andere Hop-Up-Kammer im Programm. Die kostet knapp um die 80 Euro. Gehen wir dann im Hop-Up nochmal ganz kurz drauf ein. Dort müsstet ihr nichts abschrauben, die müsstet ihr einfach nur nach vorne drücken. Das wäre dann tatsächlich schon eher ein Federschnellwechselsystem. Materialtechnisch haben wir hier viel Metall verbaut. Wir haben jetzt mal schnell einen Magneten geholt. Stahl haben wir hier vorn und hier. Mehr haben wir jetzt nicht gefunden. Hier schlägt er zwar auch an, aber das wird einfach die Gearbox im Inneren sein. Der Rest wird aus Zink-Druckguss sein und aus Alu. Hier unten und der Schaft, das ist aus hochwertigem Nylon-Verbundstoff. Das macht einen richtig hochwertigen hier. Lässt sich auch nichts irgendwie drücken oder verbiegen, verwinden hier. Also von der Materialwahl top, das Ganze. Kommen wir weiter zu den Markings. Fangen wir hier bei den Markings schlechthin an. Da haben wir hier halt das originale FN-Logo und hier dann nochmal quasi FN Herschel Belgium. Kaliber 6 mm. Hier unten haben wir natürlich noch auf dem Feuerwahlhebel Automatik, Einzelschuss und Safe, wie das so üblich ist. Oben auf der Pickrail haben wir hier die einzelnen Positionen nochmal anmarkiert sozusagen. Das ist leider auf der Seite und unten nicht so. Hätte man auch machen können. Hat das Original vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt nicht genau. Hier bei der Kimme haben wir noch hier quasi für die seitliche Einstellung noch ein paar Zahlen drauf und hier für die Höhe haben wir auch noch ein paar Zahlen. Haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, wird sowieso fast niemand benutzen das Ganze. Und hier hinten beim ausziehbaren Schaft haben wir natürlich auch die einzelnen Rastpositionen nochmal nummeriert. Ganz wichtig natürlich haben wir hier noch das Begadi und das FM5-Eck. So haben wir es hier gerade sehen, die Feuerwahlhebel sind natürlich beidseitig. Fast vergessen, weil so gut getarnt, hier unten ist nochmal eine Seriennummer von Syma drauf. Und hier, sehe ich jetzt auch gerade, nochmal Made in China. So, kommen wir zu den Magazinen und der Kompatibilität. Fangen wir ja an mit dem normalen, 140 Schuss Midcap. Das Highcap haben wir ja wie gesagt schon lange aussortiert. Dann haben wir hier ein PTS 1, ein ICS Midcap, ein Nuprol, irgendein Stahlblechmagazin von irgendeinem Hersteller, ein Lonex und ein Ares Magazin. Das Originale geht natürlich super rein, hat nicht sonderlich viel Spiel, ein bisschen, und feedet auch super. Das PTS hat schon um einiges mehr Spiel, hat auch super gefeedet. Das ICS Magazin, das geht auch super rein, hat genauso viel Spiel wie das PTS. Hier hat man das Problem, dass es dann irgendwann einfach nicht mehr gefeedet hat. Es hat so circa die Hälfte rausgehauen und dann hat es einfach aufgehört zu schießen, das Ganze. Das Nuprol, das geht auch super rein, hat sogar noch ein bisschen weniger Spiel als die anderen. Hat auch super gefeedet.
Ja, hier dieses Billig-Stahlblech-Magazin. Das ist genauso wie das Originale quasi. Nur, dass das noch ein bisschen mehr Spiel hat hier. Ich muss sogar sagen, mir gefällt sogar das Schwarz mit dem Tann sogar besser. Also ich finde, die schwarzen Magazine passen hier zu der Waffe noch ein bisschen besser dazu. Auch wenn die jetzt natürlich schon ein bisschen geschunden aussehen, weil ich die einfach schon 100 Jahre habe. Das von Lonex geht straff rein, hat dann trotzdem ein bisschen Spiel und geht noch straffer raus. Die von E&C ist genauso, da haben wir jetzt leider keins hier liegen, das haben wir auch probiert auf dem Spielfeld. Und dann haben wir noch die Ares Magazine. Ja, das wackelt auch ganz schön. Hier hat man ab und zu das Problem, dass sie nicht richtig eingehakt sind. Jetzt klappt es gerade. So, hätten wir die ganzen Magazine erstmal durchgequatscht. Wir haben ja beim Schusstest diverse Grammatoren durchprobiert. Die 0,32er haben nur mit dem Originalmagazin richtig gut funktioniert. Bei den anderen waren überall so ein bisschen Probleme. Kommen wir zum Hop-Up. Wie vorhin schon mal angesprochen, hinterziehen, Bolt Catch, alles einrasten lassen. Dann habt ihr hier dieses kleine Oldschool-Rädchen, was sich ein bisschen fummelig einstellen lässt. Mit Handschuhen auf alle Fälle. Ohne Handschuhe geht es schon irgendwie. Naja, klappt schon irgendwie das Ganze. Das Problem hierbei ist leider, der Tom hat ja den Schusstest gemacht. Der hat hier eine halbe Stunde an diesem Hop-Up rumfuhrwerkt und hat geflucht. Ich habe ein paar neue Schimpfwörter kennengelernt. Hier ist es so ein bisschen wie bei so einer Dusche, wenn man von kaltem Wasser aufs heiße Wasser stellen will. Man bewegt das Ganze nur einen Millimeter und plötzlich steht man in der Lava, so ungefähr. Also da war zu viel Hop drauf. Tom hat ein ganz nettes Mühe gedreht. War schon wieder zu wenig Hop. Und das hat er so lange rumgemacht, bis das dann irgendwann geklappt hat. Also der hat einfach nur geflucht. Das ist irgendwie sehr nervig gewesen, das Ganze. Ich habe das dann auch mal ausprobiert, das Ganze. Ja, also das war nicht so toll. Begadi hat dafür aber direkt eine Lösung im Programm. Und zwar die Pro FNS CNC Alu Rotary Hop-Up Einheit, Unit halt. Die kostet ca. 70 € und ist dann quasi alles ein bisschen besser und moderner. Vor allen Dingen im Rotary Design, was einfach viel einfacher und viel angenehmer zum Einstellen ist. Die haben wir jetzt leider nicht da, deswegen können wir jetzt nicht so viel dazu sagen zu dem Ganzen. Kommen wir zur Hop-Up-Leistung. 0,28er waren, der Tom hat das probiert, waren für den Tom absolut nicht einstellbar. Er ist dann auf 0,32er hochgegangen, da ging es dann. Hat dann auch bis 0,36er super gehoppt. Was Schwereres hat man leider nicht da. Wie der Ganze dann schießt, seht ihr jetzt gleich im Schusstest. Wir haben natürlich, bevor wir das Ganze hier zum Schusstest genommen haben, haben wir natürlich 5, 6 Magazine durchgejagt, damit das Hop-Up und alles schön eingeschossen ist. So, sind wir fertig mit dem Hop-Up. Das Ganze wieder vorschnalzen lassen. Das finde ich auch sehr schön. Das Geräusch gefällt mir auch sehr. Fetzt. Machen wir weiter mit dem Akku. Kommen wir zum Akku und zum Ansprechverhalten. Um den Akku einzulegen, müsst ihr einfach nur die Sohle von dem Akku hier entfernen. Dazu drückt ihr den Pin rein, holt den dann hier komplett raus und macht einfach die Schaftkappe ab. Dann seht ihr hier einen riesengroßen Platz hier für den Akku. Legen wir mal diesen AMAX 2200er rein, 7,4er. So, der passt hier perfekt rein. Die ganze Schulterstütze ist noch nicht ausgezogen, also wir könnten quasi in der Länge noch ein bisschen mehr Platz machen. Und dann hier der kleine, der kommt rein und will nicht mehr raus. Verdammt, komm her jetzt hier. Flip aus. Genau, das ist ein 1450er 11.1er. So, machen wir den jetzt mal rein und stecken den an. Hier müsst ihr vielleicht aufpassen, wenn ihr dann diesen Hebel hier betätigt, um das Ganze auszuschieben oder auszuziehen, dann müsst ihr aufpassen, wenn der Akku natürlich hier vorne liegt, könnte das dann problematisch werden. Also müsst ihr es vielleicht, wenn der Akku ein bisschen länger ist als unsere jetzt hier, müsst ihr die vielleicht vorher schon ein bisschen ausziehen, das Ganze. So, stecken wir das Ganze mal an hier.
Popeln wir in die Kabel rein. Jetzt hat es gerade vibriert. Das war das Core von Begadi. So, Kabel reingepopelt. Schaftkappe richtig rum drauf. Gibt nur eine Möglichkeit. Pin wieder rein. Fertig. Spielbereit. Das geht super easy. Also hier passt auch wirklich viel Akku rein. Schönes Ding. Jetzt haben wir einen 11.1er drin. Machen wir das Ansprechverhalten. Die Waffe, die schlägt ziemlich weit hinten ab. Ey, wie sehen meine Finger aus? Und natürlich durch das Begadi Core. Ja, so wie bei allen anderen. Einfach super. Einfach super Ansprechverhalten. Funktioniert auch super. Also ist beim Spielen halt auch quasi alles das Gleiche, könnte man fast sagen. So durch das Core macht das alles Spaß mittlerweile. Wir machen jetzt nochmal schnell den 7.4er rein und zeigen euch das dann nochmal mit dem. So, haben wir den 7.4er hinten rangehangen und zeigen euch hier das Ganze nochmal. Hier ist ja fast kein Unterschied. Also den kann man getrost auch mit dem 7.4er spielen. Was halt hier, aber das ist ja vom Akku unabhängig, was hier ein bisschen nervig ist, ist wirklich dieser weite Weg, bis sie dann irgendwann mal abschlägt. Also hier auf dem letzten und dann ist halt wirklich auch nichts mehr. Also hier ist quasi kein Millimeter Spiel mehr. Nach hinten. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Hier ist leider jetzt auch nichts zum Einstellen vom Trigger. So, machen wir den 11.1er wieder ran und dann zeigen wir euch Chrono- und Schusstest. Immer vorbei. Jetzt, Treffer. Treffer. Kommen wir zum kurzen Fazit vom Schusstest. Und zwar, ihr habt es ja gesehen, das Ding schießt verdammt weit. Also mit 0,36ern haben wir auf 60 Meter noch gut Manntreffer gehabt. Das sind ja umgerechnet um die 100, 110 Airsoft-Meter. Kleiner Spaß. Und auf 65 Meter war es dann schon nicht mehr so perfekt, aber man hat da durchaus noch Treffer. Man kann da durchaus noch Treffer erzielen. Mit den leichteren Kugeln war es nicht so perfekt. Also wir mussten dann wirklich schon auf die 0,36er gehen, damit wir diese Reichweite erreichen. Also vom Schussergebnis her, out of the box, absolut top. Also auspacken, Akku ran und losspielen. So, kommen wir zum Spieltagsfazit. Wir waren leider auf keinem Spieltag, weil ihr wisst selber, wie es ist zurzeit. Aber wir haben eine neue Random Mission gedreht, die dann vermutlich als nächstes Video kommen wird. Und da hat der Tom diese Waffe hier benutzt. Hit. Hit.
Und ja, das ist einfach super. Natürlich, das Core ist drin, also von der Performance her, wie alle Waffen, die wir bis jetzt vorher von Begadi hatten, einfach top. Also da kann ich mich schlichtweg einfach nur wiederholen. Können wir quasi jetzt aufnehmen und spielen das dann einfach immer wieder ein. Das wäre, glaube ich, einfacher. Genau. So an sich, also der Tom hat gesagt, auf alle Fälle ist dieser lange Triggerweg, der ist ein bisschen nervig, dass man halt wirklich bis ganz hinten ziehen muss. Und für ihn persönlich ist halt diese Wulst auch nervig. Hier kann man natürlich einfach einen neuen Griff kaufen oder man kommt einfach mit klar. Ich persönlich komme zum Beispiel perfekt damit klar. Die Waffe ist komplett ausgeschoben, ca. 800 mm lang. Dadurch kann man die auch im Gebäude, muss man natürlich auf die Joule achten, wie stark man ist, wie stark die Waffe dann ist. Kann man natürlich im Gebäude auch sehr, sehr gut irgendwie um die Ecke und sich ein bisschen, wenn man das jetzt unbedingt will, klappt man das Ganze noch ein, kann dann irgendwie halt das Ganze irgendwie so ein bisschen halt um die Ecke halten und alles. Genau. Die Waffe ist an sich ein bisschen schwer, 3 Kilo circa, mit Anbauten. Wir haben ja hier extrem viel noch rangerödelt. Da waren wir dann, keine Ahnung, hat man halt auf alle Fälle über 3 Kilo. Ja, das muss man dann schon wollen. Also mit den Anbauten meine ich, das muss man dann schon wollen. Aber mein Gott, wir sind ja nicht aus Pappe. Das kriegen wir schon hin. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit der Waffe. Gerade wenn die aufgebaut ist, sieht die auch einfach verdammt geil aus. Und alle, die bei der Random Mission mit dabei waren, hätten sie am liebsten sofort mit nach Hause genommen. Musste ich quasi so ein bisschen dann sofort einpacken, damit die anderen das nicht aus Versehen bei sich in den Kofferraum packen, das Ganze. So, kommen wir zum Fazit und dann zum Outro. Fazit, positiv, die Materialien, die Verarbeitung, das Core, die Hop-Up-Leistung, die Farbgebung, die Original-Markings und die beidseitige Bedienbarkeit. Neutral, die Hop-Up-Unit, Begadi hat da wie gesagt direkt Abhilfe für knapp 80 €. Der Abzugsweg ist, naja, nicht so geil und das Federschnellwechselsystem ist mit der Original-Hop-Up-Kammer leider kein Federschnellwechselsystem, sondern ein Federwechselsystem. Negativ, diese Highcaps, diese verdammten Highcaps. Ich kann keine Highcaps mehr sehen, verdammt nochmal. Ja, es ist Spaß, ist Spaß. Aber ich fände es wirklich schöner, wenn einfach 2 Midcaps drin liegen würden, statt diesem scheiß Highcap. Ich habe zu Hause einen Berg an Highcaps, die ich nie benutze. Und es wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen. Hey Leute, was soll ich sagen? Das Ding ist einfach nur fucking hot. Ich würde mir die sofort kaufen, wenn ich nicht so ein verdammt armer Schlucker wäre. Ja, wir kommen ja aus dem Osten, hört man ja vielleicht auch ein bisschen. Ey, super, super hot das Teil. Einfach super hot. Absolut klare Kaufempfehlung für dieses Teil. Leute, ich bin raus. Die ist wirklich hot. Die ist hot. Kannst du am besten gleich sagen am Anfang, ihr kriegt die ganzen Anbauteile einfach kostenlos. No. Gib bloß den Code Tom ein. Gar nicht genau. Ja, das sind Codefeld. Die fragen sich dann, was soll denn TNT bedeuten? Und dann verweisen alle auf das Video. Mach mal Magazin rein hier. Wenn's cool aussieht. It's cool, man. Klack, klack. Genau, jetzt hier. Mal volles Programm. Volles Programm. Klack, klack. Los. Lock and load. Ich finde aber es generell, es ist noch nicht locker genug, Mann. Ich muss lockerer werden, locker. Höhere Noten, ich spiele aber höhere Noten. Achso, du hast kein Tenacious D, The Pick of Destiny geguckt, oder? Nee. Höhere Noten, ich spiele aber höhere Noten.